Es gibt viele unbeschreiblich stimmungsvolle Orte am Rhein. Einige sind wie aus dem Märchen. Fährt man zum Beispiel zur Drachenburg hoch, erlebt man Momente zum Staunen und Innehalten. Herzlich willkommen im weihnachtlichen Rheinland. Und was haben wir noch vor? Jede Stadt lässt sich etwas Besonderes einfallen, um noch ein bisschen heller zu strahlen als die Nachbarorte. Und über allem liegt Lichterglanz und der Duft von Weihnachten. Und das sind einige Stationen unserer Adventsreise durchs Rheinland. Und natürlich fragen wir, was berühmte Rheinländer in der Weihnachtszeit machen. Zum Beispiel den Düsseldorfer Karnevalswagenbaukünstler Jack Tilly. Wie hat Familie Millowitsch Weihnachten gefeiert? Und wie war es bei den Adenauers? Frohe Weihnacht, frohe Weihnacht. Wir stellen Ihnen das alljährliche Mitspielkonzert im Kölner Dom vor. Und natürlich geben wir Tipps, wo die schönsten Weihnachtsmärkte sind. Unsere erste Station ist Schloss Drachenburg. Ein märchenhafter Ort, vor allem in der Weihnachtszeit. Kommen Sie mit. Das Gebäude ist an sich ja schon ein Knaller. Aber wenn es farbig beleuchtet ist, dem neureichen Erbauer hätte es sicher gefallen. Stefan Sarter, ein Bonner Gastwirtssohn, der viel Geld beim Bau des Suezkanals verdient hatte, ließ die Drachenburg 1884 errichten. Hier oben, hoch überm großen Tal, die Burg des Drachen thront. Mit Bahn man kommt von Mal zu Mal, der Ausblick dann belohnt. Der sagenhafte Siegfried soll den Drachen ja hier ganz in der Nähe getötet haben, auf dem Drachenfels. Durch dessen Blut wurde er der Sage nach unverwundbar. Eine Geschichte ganz nach dem Geschmack des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Passend dazu kreuzen auf dem Weihnachtsmarkt der Drachenburg fantastische Gestalten in historischen Kostümen den Weg der Besucher. Wenn man genauer hinguckt, ist es allerdings eine Zeitreise ins viktorianische London. Mit etwas Glück trifft man auch mal die Figur aus Charles Dickens' Weihnachtsgeschichte. Warum? Weihnachten unnütz, Zeitverschwendung. Wer sind Sie überhaupt? Oh, kann ich mir vorstellen. Ebenezer Scrooge von Scrooge O'Malley. Oh Gott, jetzt weiß ich auch, warum Sie so grimmig sind. Grimmig? Ja. Bin bestens gelaunt. Die Geschäfte laufen hervorragend. Okay. Und Sie feiern überhaupt keine Weihnachten? Weihnachten, so ein Humbug! Der Weihnachtsmarkt auf diesem Märchenschloss hat etwas Besonderes, muss man wirklich sagen. Könnten Sie was empfehlen? Was ist denn gerade so der Renner? Tannenspitzen. Tannenspitzenkrokant. Tannenspitzenkrokant. Sind da wirklich Tannenspitzen Da drin? sind Tannenspitzen drin, die habe ich selber noch gepflückt. Merry Christmas. Dankeschön. Möchten Sie vielleicht auch was probieren? Man schmeckt den Wald. Und wie? Am historischen Glühweinstand lerne ich ein Ehepaar kennen, das eine weite Anfahrt hinter sich hat, nämlich aus Wolfsburg hierher zur Drachenburg. Also ich finde es ganz reizend, richtig süß, romantisch, wie ein Märchen. Und natürlich auch der Blick auf den Rhein, das ist wahrscheinlich das Ausschlaggebende. Also hier ist toll was los und wir müssen sagen, es ist eines der schönsten Weihnachtsmärkte, die wir in den letzten Jahren besucht haben. Und das waren viele, mehr als 30 allein im vergangenen Jahr. Das Ehepaar ist Weihnachtsmarkt verrückt. Wie kam es dazu? Seitdem wir bei den Ruhestand sind, haben wir dann so Weihnachtsmärkte für uns erfahren. Also sprich mit dem Auto, mit dem Zug. Und das ging von Hamburg, Bremen, Lüneburg bis Berlin. 6 Weihnachtsmärkte allein in Berlin. Köln kennen wir. Wir fotografieren natürlich unendlich viel, beide.
Und dann wird das schon mal ausgewertet und man sagt, Mensch, hier war es schön und da haben wir die kennengelernt. Oder manchmal sind es ja so spontane Gespräche am Tisch, die sich so ergeben. Und da lernt man immer tolle Leute kennen. Ja, das ist für uns Weihnachten. Haben Sie denn jetzt heute noch ein anderes Ziel oder lassen Sie den Abend hier ausklingen? Eigentlich wollten wir nach Zons zur Tochter. Nein, wir fahren jetzt nach Bonn. Da fahren wir natürlich auch noch hin, aber nicht heute. Jetzt erstmal was essen in der viktorianischen Suppenküche. Ist das lecker? Das ist sehr lecker. Also ich habe hier eine Kartoffelsuppe. Die schmeckt sehr gut. Ja. Können Sie weiterempfehlen? Wir empfehlen die weiter und wir haben gerade gesehen, dass hier noch andere mit anströmen wollen und die Schlange ist auch groß genug. Jetzt fahre ich nach Röndorf, wo das Wohnhaus Konrad Adenauers steht. Der Drachenfels liegt in Sichtweite. Das Haus erreicht man über viele Treppen durch den Garten. Der frühere Kölner Oberbürgermeister und spätere erste Kanzler der Bundesrepublik lebte hier von Ende 1937 bis zu seinem Tod 1967. Einige berühmte Staatsgäste, zum Beispiel Charles de Gaulle, hat er hier empfangen. Heute gehört das Haus der Adenauer Stiftung und kann besichtigt werden. Wir treffen hier Konrad Adenauer Junior, den Enkel des Politikers. Und wie haben Sie ihn so erlebt? War es ein Großvater, ich sage jetzt mal so, zum Anfassen? Nee, das war weniger. Ne? Also wenn Sie die Bilder sehen, wo er auf dem Sofa sitzt mit Kindern neben sich oder auf dem Schoß, das ist meistens etwas gestellt. Ne? Fürs Foto. Also er war nicht der Große zum Küssen oder auf dem Boden rumtollte, auf den Knien lag und sowas. Das gab es. Er war immer im Anzug und Weste, immer voll angezogen. Konrad Adenauer hatte 7 Kinder von 2 Ehefrauen, dazu unzählige Enkel und Urenkel. Da kam zu Weihnachten eine große Familie zusammen. Hier hat er Hans auf dem Schoß, einen der vielen Enkelsöhne. Wie war das dann an diesem Weihnachtsfest? Gab es da bestimmte Traditionen, Regeln? Ja, das gab es auf jeden Fall. Mussten um 4:30 hier sein. Das war schon Dämmerung. Und dann ging man mühsam bepackt auch mit einem Geschenk den Berg hier hoch. Und dann musste man sehen, dass man einen Platz kriegt. Meistens musste man stehen. Und dann wurde hier in dem Musikzimmer, wie das Zimmer davor heißt, wurde gesungen. Also noch ein bisschen Adventslieder, dann Weihnachtslieder, also A Cappella und so Musik, also Noten verteilt, bis es einigermaßen klappte. Und dann gab es dazu Kaffee, Tee, Christstollen und anderes Weihnachtsgebäck. Und dann wartete man eben, dass alle versammelt waren. Dann ertönte das Glöckchen hier im Raum, wo wir sitzen. Und dann hat eine unsichtbare Hand die Schiebetür aufgeschoben. Und dann ging es mit den Kindern langsam rein, also den Kleinsten zuerst, dann die Größeren. Und dann hat man sich hier vor dem brennenden Weihnachtsbaum versammelt und vor der Krippe. Die Familie Adenauer traf sich auf Wunsch des Patriarchen immer am 2. Weihnachtstag in Röndorf. Und das ist die große Krippe der Adenauers, die schon auf vielen Ausstellungen war. 71 Holzfiguren, wahrscheinlich aus dem Barock. Die Figuren sollen von Bauern geschnitzt worden sein, doch genau weiß das niemand. Und hier standen da die kleinen Enkel vor
Und die mussten dann ein Gedichtchen aufsagen, was ihnen dann sehr schwer fiel. Vor der Krippe? Ja. Ja, das glaube ich. Das war wahrscheinlich Aufregung ja, pur dann. Sehr nervös. Ja, die Krippe selber stammt wohl, also ist gekauft in den 20er Jahren. Für die immer größer werdende Familie hat sie, es hieß in der Rhön gekauft oder dem Rhöngebirge oder auch dort stammt sie her und hat sie bei einem Alträucher, wie gesagt, erworben. Und sie ist, wenn man mal angucken will, Figuren sind aus Holz, sind, wenn Sie gucken, sehr leicht geschnitzt und angemalt. Und viele Krippen sind ja aus Keramik gemacht, also aus Tönern und so weiter. Aber wir wissen aber nicht, wer der Künstler ist. Es gibt ja bekannte Krippenkünstler, aber hier wissen wir es nicht. Aber sind schön gemacht, wie Sie sehen. Ne? Und die Heiligen Drei Könige, die sind noch versteckt, ne? Die sehen wir noch nicht. Ja, die können wir nicht sehen. Ja, wir könnten sie sehen, aber von hier aus kann man sie nicht sehen. Hinter der Ecke sind sie noch verborgen, warten darauf, mit den Kamelen und den Elefanten langsam Tag für Tag hier hochzureiten, um dann am 6. Januar hier oben anzukommen. Ne? Das heißt, die wurden jeden Tag ein Stückchen weitergestellt? Ja, das macht den Spaß mit der Sache. Es war ja auch, wenn man will, ein bisschen ein Spielzeug. Ne? Und wenn Sie das jetzt so sehen, jedes Jahr aufs Neue, ja, das ist ja ein Stück weit Kindheitserinnerung dann, ne? Ja, sehr stark natürlich. Also ist das wirklich meine Kindheit. Ich bin ja hier geboren, auch die ersten Jahre groß geworden. Das gehört unbedingt zu Weihnachten dazu. Das Schöne ist auch, dass er selber das gewünscht hat in Weihnachtsansprachen, dass das immer weitergehen möge, auch wenn er nicht mehr da ist. Ne? Der Wille Adenauers geschah. Seine Familie trifft sich auch weiterhin zu Weihnachten im Röhendorfer Wohnhaus. Wie groß ist die Familie inzwischen? Wenn man alle Nachkommen zählt, die noch leben, also mit Ehepaaren und so weiter, dann kommen wir auf 120 oder mehr sogar. Da ist das Haus voll. Ja, sicher. Sie müssen dann hier auf dem Boden eine Stütze einziehen im Keller mit. Also das ist ja eine Holzbohlendecke hier, damit die Decke auch hält. Ne? Ernsthaft? Ja, also, Sie hören ja, wie es quietscht. Ja, allerdings. Das sind die alten Dielen hier. Ja, noch. genau. Ja. Ja. Die Krippe ist natürlich der zentrale Punkt ja. hier, ne, im Weihnachtszimmer. Jetzt machen wir einen Ausflug nach Waldbreitbach, das sich im Dezember in ein sehenswertes Weihnachtsdorf verwandelt. Die Engel, die sich abends aus der Luft nähern, sehen ihn am besten, den riesigen Stern von Bethlehem. Er besteht aus 3500 Glühbirnen. Auch der Ort selbst strahlt im Lichterglanz. Große Weihnachtsfiguren weisen den Weg zur Kirche. Eine Pyramide säumt die Hauptstraße. Man lässt sich einiges einfallen hier. Am Marktplatz glitzert ein leuchtender Zunftbaum von 18 Metern Höhe. 2017 hat Waldbreitbach einen Preis als Best Christmas City gewonnen. Am nächsten Morgen sieht man noch mehr Weihnachtliches. Aber jetzt ist die Atmosphäre hier doch etwas anders. Busse aus dem näheren und ferneren Umland haben Besuchergruppen gebracht. Kundige Führer stehen ihnen zur Seite. Wir folgen ihnen. Es geht zum großen Adventskalender und vorbei an den lebensgroßen Figuren aus dem Erzgebirge hinauf zur Kirche. Die bekannteste Sehenswürdigkeit der kleinen Westerwaldgemeinde steht in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt. Es ist die große Naturwurzelholzkrippe mit Hunderten von handgesammelten Wurzeln, liebevoll geschnitzten Krippenfiguren, echten Pflanzen und fließendem Wasser. Alles lebende Pflanzen, kein Kunststoff oder so, die auch in der Region heimisch sind. Ein Muss ist auch ein Besuch im Internationalen Krippen- und Bibelmuseum des örtlichen Krippenbaumeisters Gustl Hertling mit mehr als 2500 Krippen aus aller Welt auf 800 Quadratmetern. Ja, viele haben gesagt, ich hätte den Krippenvirus verstreut hier. Und ich bin aber ganz stolz darauf und es kommt ja auch irgendwo her. Der ganze Gedanke, der Krippengedanke, wenn man das als Kind nicht mitbekommen hat. Und meine Eltern haben das versucht, die haben Weihnachten nie mit großen Geschenken, obwohl wir eine Schreinerei hatten. Man hätte uns mit Geschenken etwas mehr machen können. Unser Geschenk war Weihnachten die Krippe. Und das hat mich geprägt. Wenn die dann nicht gewesen wären, hätte ich das alles nicht gemacht.
Es dämmert schon fast wieder, als wir mit einer Gruppe aus dem Saarland das Ufer der Wied erreichen. Dort ist eine schwimmende Krippe zu bestaunen. Wir haben eine Anreise von 200 Kilometer gehabt, sind eine Seniorengruppe aus St. Wendel, haben den Bus voll bekommen mit 50 Personen. Und da wir nicht nur den Heiligen Berg machen wollten, mir auch bekannt war, dass das hier ein Krippendorf ist, haben wir die Fahrt auf Dezember gelegt, was bei uns eigentlich nicht üblich ist. Wir reisen normalerweise nur im Sommerhalbjahr, haben das aber jetzt wegen dieser Krippe-Ausstellungen hier in den Dezember reingelegt, weil man auch das noch mitnehmen wollte. Der schwimmende Adventskranz in Waldbreitbach hat einen Durchmesser von 8 Metern. Beeindruckend. Unser nächstes Ziel ist Siegburg. Dort soll es einen tollen mittelalterlichen Weihnachtsmarkt geben. Und da ist es, das mittelalterliche Treiben auf dem Siegburger Marktplatz. Spielleute, Handwerker und weit gereiste Händler, allesamt gekleidet wie die Menschen im späten Mittelalter. Sie haben ihre Zelte und Stände aufgebaut. Eine schöne Atmosphäre ist das hier. Am Rande des Platzes entdecke ich eine Wahrsagerin. Hallo. Guten Abend. Grüße Sie. Ja, ich grüße Sie. Haben Sie Zeit? Ja, habe ich. Okay. Setzen Sie sich gern. Ich habe gelesen, man kann hier sich auch die Hand lesen lassen. Genau, richtig, Okay. ja. Gut, ja, das würde ich gerne machen. Ja, sehr gern. Ich muss vorab fragen, falls ich etwas Negatives sehe, darf ich Ihnen das auch sagen oder lieber nicht? Dürfen Sie auch sagen. Ja, in den Händen sieht man ganz gut so die Gesundheit, die Liebe. Okay. Ja? Ja, machen Sie ruhig mal. Angelina scheint ihren Beruf zu beherrschen. Was sie mir jetzt sagt über mein Leben, über meine Familie und über die Zukunft, ist, das müssen Sie verstehen, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Aber ich bin doch ziemlich verblüfft. Waren auch schon mal Menschen bei Ihnen, die dann wiedergekommen sind und gesagt haben, das war alles so, wie Sie es gesagt haben? Doch, ja, das bekomme ich auch jedes Jahr hier wieder gesagt auf dem Weihnachtsmarkt. So kommt Stammkundschaft rein, die kommt jedes Jahr und erzählt mir dann auch, was so eingetroffen ist. Ja. Das durchblutet den Uterus und die Peniswurzel. Du kommst hier mal ran hier. So, komm hier ran. Du darfst bei mir. Das kulinarische Angebot auf dem Siegburger Markt ist vielseitig. Auch Veganes und Vegetarisches wird serviert. Suppen sind der Renner. Aber natürlich geht's auch mittelalterlich-martialisch zu. Einfach mal rankommen hier. Ihr da hinten, was steht hier so weit weg? So, auf die Plätze, fertig, los! Auf der Bühne sind jetzt Gaukler mit einer Feuerjonglage. Sie nennen sich Lupus der Wolf und Fin de Filou. Kannst du einmal deine rechte Hand heben?
Ich? Ja, du mit der Mütze, ganz hoch. Applaus für unsere erste Freiwillige! Na super! Und Anne, völlig scheißegal, wie die da toben und jubeln. Nicht verbeugen. Es sei. Ja, so ist besser. Anne! Anne! Es geht los! Hey! Nein, Anne, nicht die Augen zumachen. Sowas passiert nur einmal im Leben. Anne, das wird noch viel krasser. Aber die Wahrsagerin hat mir gesagt, ich werde 90. Ja. Jede zweite. Anne, sobald ich jetzt sage, gehst du schnell einen Schritt nach vorne, okay? Anne? Jetzt nicht, nein! Anne, so einen dummen Witz mache ich nur einmal versprochen. Okay. Beim nächsten Mal gehst du bitte wirklich. Und zwar jetzt! Dein Applaus! Ja, ist gut. Nein. Anne, das Wichtigste. Dankeschön. Oh mein Gott. Das war aber so haarscharf. Jeden Markttag beenden die Gaukler mit einem Umzug über den Platz. Werktags um 20 Uhr und am Wochenende um 21 Uhr. Ex Virgine Maria, verbum caro factum est, ex Virgine Maria. Am nächsten Tag machen wir einen Sprung nach Wesseling. Dort soll es die prächtigste Weihnachtsdekoration des Ortes geben. Und zwar am Haus von Ralf Schaffrath. Meist beginnt er schon Ende Oktober, spätestens aber Anfang November mit dem Aufbau der Dekorationen. Sitzt. Das macht mir sehr viel Spaß und ich habe meinen Plan. Und wenn ich mich da mit jemandem noch abstimmen müsste, wäre es wahrscheinlich sogar mehr Arbeit oder würde länger dauern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir wird dann ein bisschen der Spaß fehlen, weil da bin ich egoistisch. So kann ich sagen, ich habe es alleine gemacht. Seit mehr als 15 Jahren geht das jetzt schon so. Wie viel die Leidenschaft bisher gekostet hat, das weiß niemand. Aber wer will das auch wissen? Dieses Jahr kriegt der Weihnachtsmann ein Haus. Und das machen wir jetzt mit den Stangen, die gleich mit Kabelbinder verbunden werden. Und dann kommen da auch die Netze drüber und die Figur wird dann zum Schluss reingestellt. Und der Junge hat leider letztes Jahr einen schweren Unfall erlitten. Der ist bei der Lieferung amputiert worden. Das heißt, dem fehlen die Füße. Und das wird dann kompensiert, indem ich den auf Stangen stelle. Und wenn man das im Dunkeln sieht, merkt das keine Socke, dass der Junge in Wirklichkeit gar keine Füße mehr hat. Fand ich gar nicht so witzig, das hat mich schon geärgert, denn das Figürchen hat 300 € circa gekostet. Und wenn man den dann auspackt und der ist dann zum Schwerbehinderten geworden, weil ihm die Füße fehlen, ist das im ersten Moment nicht so lustig. Aber als kreativer Mensch findet man auch für sowas eine Lösung. Natürlich werden die Figuren und Objekte jedes Jahr neu positioniert. Alles andere wäre ja langweilig. Mein Vater war Elektriker. Wenn der sehen würde, wie ich mit den Kabeln umgehe, wird er wieder auferstehen. Manchmal kommen die Nachbarskinder zum Helfen und gucken. Doch das Interesse lässt meistens schnell nach.
zu viel Arbeit. Aber der Freund Michael aus der Nachbarschaft ist dabei, wenn er Zeit hat. Das ist, glaube ich, meines Erachtens das schönste Haus hier im Ort mittlerweile in der Weihnachtszeit. Und jedes Jahr kommt ja noch was Neues zu. Und da freut sich der Ralf dann immer schon in den Sommermonaten drauf, plant, was kann er jetzt noch drauflegen, wo kann er noch mal was bauen. Und dann sieht man dann jedes Jahr, was rauskommt. Ist natürlich immer mehr Arbeit, er ist an Wochenenden beschäftigt ab dem Herbst, das dann so schön zu dekorieren, dass eben am Ende dann so was rauskommt, wie wir gleich sehen werden. Und tatsächlich geschafft. Am 17. November erstrahlt das Weihnachtshaus. Jetzt bin ich schon wieder in richtiger Weihnachtsstimmung. Ich werde noch einiges an Plätzchen backen in den nächsten Tagen und ganz berüchtigt mein selbstgemachter Eierlikör, auf den sich dann auch alle immer freuen und den auch wirklich sehr genießen. Ich natürlich auch. Jetzt bin ich unterwegs nach Bonn, um sprechende Hirsche zu sehen. Der traditionelle Bonner Weihnachtsmarkt wird jedes Jahr rund um das Münster und den Münsterplatz aufgebaut. Dazu gehört immer das historische Riesenrad. Und wenige Meter weiter noch eine große Attraktion, die sprechenden und singenden Hirsche Anton aus Oberammergau und Hermann aus Gummersbach. NC-Schrei, Wassermarsch, Christmas is now im Merry Christmas, Merry Christmas. Hear the music, see the lights. Frohe Weihnacht, Merry Christmas. Also die Auswahl an Essen und Geschenkständen kann sich hier sehen lassen. Besonders beliebt bei den Bonnern höre ich der Marzipanstollen. Mein Lieblingsstand natürlich ist der Glühweinstand vom Kurz. Da gehe ich schon seit 28 Jahren hin. Und ich finde auch den Stand hier schön mit den Weihnachtsstollen aus dem Erzgebirge, weil ich aus Thüringen komme. Ja. Wir sind hier schon 43 Jahre, stehe ich hier auf diesem Platz. Und die Leute, die einmal bei mir waren, kommen immer wieder zurück, weil die Getränke und der Service so gut ist. Ja. Stimmungsvoll schön. Auf dem Friedensplatz spielt Bruce Kapusta aus Troisdorf am Abend auf seiner Trompete. Unsere nächste Fahrt geht in ein Industriegebiet im Bonner Süden. Vor einer früheren Fabrikhalle werden originelle Leckereien aus aller Herren Länder angeboten. Innen, deswegen sind wir hier, findet ein weihnachtlicher Designermarkt statt. Ebenfalls originell und ziemlich ungewöhnlich. Mal sehen.
Was die Wohnwagen und übrigens auch Eisenbahnwaggons hier machen, werden wir gleich erfahren. Festzuhalten ist, der übliche Weihnachtskitsch fehlt hier. Stattdessen ein bisschen Flohmarkt und viel Handgefertigtes. Was ist das, wenn ich fragen darf? Das ist ein Kottütenspender. Den kann man sich an die Leine hängen. Da kommt eine ganze Rolle Kottüten rein. Und dann kann man vorne immer wie bei einem Taschentuchspender die erste raus. Verstehe, das ist für Hundebesitzer. Ganz genau. Ist grad schon. Alles klar. Ja, das ist ja mal eine geniale Idee. Das heißt, hier kommen die, hier ist ja auch... Genau, wie hier vorne hier kommen gezeigt. Die Tütchen raus. Genau. Hier fehlt jetzt nur noch der Hund. Ja, den haben wir leider nicht dabei. Okay. Direkt neben den Dingen für den Hund werden kleine Trittleitern angeboten. Hi, ich bin Wilhelm. Wer ist Wilhelm? Der Wilhelm, das ist der Urgroßvater meiner Freundin, der unsere Familienschreinerei in der 3. Generation geführt hat. Mittlerweile macht es meine Freundin. Und der Wilhelm war kein besonders großer Mensch und hat sich deswegen für seine Arbeit diese kleinen Hocker gebaut. Das war 1935 und wir hatten jetzt vor kurzem 155-jähriges Jubiläum und haben uns dann dazu entschieden, den Wilhelm noch mal neu aufleben zu lassen in neuem, schicken Design. Und der wird heute noch in Handarbeit an derselben Arbeitsplatte produziert, wie es damals der Fall war. Und das ist er, der Urgroßvater? Das ist der Wilhelm. Ja, genau. Jetzt zu den Wohnwagen. Die stehen nämlich das ganze Jahr über in der Halle. Denn das hier ist das Basecamp, Deutschlands ungewöhnlichster Indoor-Campingplatz. In allen diesen Gefährten kann man eine Übernachtung buchen. Witzige Idee und klasse für große Feiern, mit dem Hotel gleich dabei. Und das ist so Ihr Ding, Fotografie und das dann so auf, ja, so nebenbei. Auf Holz ist das, genau, ne? Das ist auf Holz gezogen. Sieht klasse aus. Ja. Das ist auch von Ihnen? Ich sehe gerade, das sind alles Lego-Menschen. Das sind alles Lego-Menschen. Ich habe den Legografen, mit dem unternehme ich Abenteuer und fotografiere ihn bei seinem Fotografieren. Ach, das ist Ihr Kollege sozusagen? Genau, wir begleiten uns gegenseitig. Weil das ist ja süß. Er kann ja nicht alleine durch die Welt laufen, wird das reden. Das ist schön. Und wir haben uns so gefunden und dadurch habe ich mal einen anderen Blickwinkel auf viele andere Sachen. Über Nacht hat es geschneit. Dazu passt es doch, jetzt mal in Bornheim nach Weihnachtsbäumen zu schauen. Die sehen mit Puderzucker immer viel schöner aus. Oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Das Gut Lohndorf in Bornheim-Merten ist seit vielen Jahren im Besitz der Familie von Grote. Bekannt und beliebt ist seit Jahrzehnten das Adventswochenende, an dem hier Weihnachtsbäume geschlagen und verkauft werden. Fichtentaxi, das ist unser Ding jetzt. Weihnachtsbäume selbst schlagen. Hinein geht's. Ist da noch Platz? Ich quetsche mich hier zu euch. Darf ich? Mit dem Trecker direkt in die Fichtenschonung. Ich begleite Familie Hallstein aus Köln bei ihrer Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum. Im Baumarkt einen Weihnachtsbaum holen, das kann jeder, sagt Marc. Das hier ist aber nachhaltig und außerdem ein Event für die ganze Familie. Und einmal hüpfen. Geht? Super. Schwierig zu entscheiden. Ja?
Wir gucken noch ein bisschen. Der wäre schon mal nicht schlecht. Kommt der in die engere Auswahl hier? Der kommt in die engere Auswahl, ja. Der da? Da könnten wir noch mal hingehen. Geht da noch mal. Da ist einer. Ja. Man hört hier überall Stimmen. So nach dem Motto, ja, der ist es, nein, nein, der ist zu schmal. Also es wird diskutiert ohne Ende. Auch im Gutshof selbst, wo die schon geschlagenen Edeltannen auf ihre Käufer warten. Es scheint mir übrigens, beim Kauf des Weihnachtsbaumes haben eher die Frauen das Sagen. Seid ihr das mit der Säge? Wir gucken mal. Immer noch kein Baum? Der? Ja. Ja, wir haben nicht so wirklich einen großen gefunden. Die sind dann wirklich so... Die sind dann sofort so mega Sofort, riesig, ne? ja. Dann in die Richtung. Noch ein Stückchen weiter. Ach, Ja. guck mal, der ist schön. Der Der nehmen ist wir. toll. Guck mal, der Oh, ist das schön ist aber buschig. spontan. Dann suchen wir uns jetzt einen Der ist schön buschig. Sägemeister. Ja. Ich würde sagen, gute Wahl. Gute Wahl. Ja. Super. Es fehlt nur noch die Säge. Für das Sägen sind Mitarbeiter des Gutshofs abgestellt. Der ist aber klein. Ich finde, die wirken in den Schonungen kleiner, als sie sind. Zu Hause ist er größer. Zu Hause Absolut. Ist okay, ich glaub. Perfekt. Oh, Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. Auch ein kleiner Baum für Liv und Luca ist bald gefunden. Gib Mut und Kraft zu jeder Zeit. Einmal winken. Jetzt haben alle Hunger und Durst. Das will dein Kleid mich lehren. Vor fast 50 Jahren hat auf Gut Lohndorf das alles hier begonnen. Am Anfang gab es nur Fichten. Weitere Schonungen wurden angelegt. Die Menschen kamen, um Bäume zu kaufen, und aus dem reinen Verkauf entwickelte sich ein Fest mit Essen, Trinken und Musik. Die Dame mit dem Jagdhund ist Adelheid von Grote. Sie lebt auf ihrem Gutsgelände und hat mit ihrer Familie das Event weiterentwickelt. Und ich habe eben eine Familie getroffen, die hat auch gesagt, die sind schon im 4. Jahr hier. Die kommen auch immer wieder, weil es so schön ist. Hätten Sie das gedacht, als das mal anfing? Nein, aber mich haben eben Leute angesprochen, Kunden. Wir sind jetzt schon die 3. Generation. Boah. Also noch getoppt sozusagen. Ja, aber das ist ja auch toll, ne? Also ich meine, es ist auch viel Arbeit wahrscheinlich, ne? Das an einem Wochenende zu stemmen. Die Logistik vorher wohl mehr. Aber die Routine bringt es dann im Laufe der Jahre. Wie empfinden Sie das, wenn das Wochenende hier so ganz im Zeichen der Tannenbaum-Experten Wenn und die Familien Kunden steht? strahlen, behaupte ich, es ist ein Volltreffer. Und dann mache ich so. Ja, wunderbar. Das sind meine Bäume. Wollt ihr mit? Ja. Darf ich euch auch schmücken? Ja. Ja? So mit Kugeln und Spitze. Wie viele Bäume an so einem Wochenende verkauft werden, das hat übrigens noch niemand gezählt. Weiter geht's rheinabwärts zu einem ehemaligen Rittergut, nämlich Gut Leidenhausen in Porz. Auch hier gibt es einen interessanten Weihnachtsmarkt. Die Besucher erreichen ihn vom Parkplatz mit der Kutsche. Das macht Spaß. Das Gut Leidenhausen beherbergt heute das Umweltbildungszentrum der Stadt Köln und ist Sitz vieler Vereine. Auch die Kölner Jägerschaft hat hier ihren Standort. Das merkt man unter anderem an dem Ständchen auf dem Weihnachtsmarkt.
Sehr sehr schön. schön. Michael Hund, der Revierförster, macht mit mir einen Rundgang. In Leidenhausen ist alles auf Familie ausgerichtet und auf Umweltbildung. Denn hier ist auch die Hausadresse der Rollenden Waldschule. Da haben wir also wirklich ein buntes Sammelsurium an Tieren. Die meisten von denen sind sogar relativ seltene Tiere. Ja. Die sind auch nicht jetzt geschossen worden, damit wir sie hier zeigen können, sondern die dürfen wir nur zeigen, wenn wir nachweisen, dass die eben eines natürlichen Todes gestorben sind oder vor Unfall. Okay. Lebendiges Rotwild ist direkt vor dem Tor zu bestaunen. Als wir ankommen, ist die Stimmung unter den Hirschen gerade etwas angespannt. Der Förster begleitet mich in die angrenzende Greifvogelschutzstation, in der oft verletzte Vögel gepflegt und aufgepäppelt werden. Ausnahmsweise darf ich jetzt einen Mäusebussard mit der Hand füttern. So, jetzt bekomme ich einen dickeren Handschuh für den Mäusebussard. Ja. Wir werden den Griff trotzdem spüren, aber es wird nichts passieren. Ne? Wie heißt der? Das ist Liebchen. 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 Ich hoffe, Und der sie Name ruft ist schon. Programm. Und sie ruft schon, ne? Sie ruft schon. Ja. Das heißt, sie hat auch Hunger und Sie hat Hunger. freut sich jetzt aufs Sie freut sich Frühstück. jetzt auf Frühstück. Die freut sich. Sie wartet schon. So, und jetzt. Alles gut. Gut festhalten, gut festhalten. Sehr schön machst du das. Wow. Toll. Guck mal. Das ist ja klasse. Lecker. Boah, ist das ein imposantes Tier. Oh, jetzt sieht man die Federn mal aus der Nähe. Die habe ich früher als Kind oft gefunden. Oh, hat auch ganz schön Gewicht. Wow, genau. Zeig dich mal. Alles aufgefuttert. Alles aufgefuttert? Ja, die Ah, wartet da ist jetzt noch auf was. ein Neues. Zack, ist es weg. Gut. Sensationell. Schön, dich kennengelernt zu haben, Liebchen. Und Sie sind der finnische Weihnachtsmann. Nein, wir beide sind die Rentierhirten des Weihnachtsmanns. Wir haben freigekriegt extra. Okay, und der Weihnachtsmann, wo ist der? Der Weihnachtsmann, der ist in Rovaniemi am Polarkreis. Das heißt, was macht ihr normalerweise? Ihr bringt auch Geschenke dann vorbei oder wie helft ihr dem Ja, Weihnachtsmann? wenn es den Weihnachten zugeht, dann werden wir dann mit dem Weihnachtsmann dann auch die Geschenke verteilen. Deswegen haben wir jetzt auch ein Holzrentier mitgebracht, weil die anderen müssen sich noch ausruhen, damit die dann, wenn Weihnachten kommt, dann ausgeruht sind und dann rund um die Welt mit ihren Schlitten fahren und dann kann der Weihnachtsmann die Geschenke verteilen. Schön Schwung holen, genau. Ja, und dann ziehen. Das war das ziehen. Aber ich glaube, es hat sich nicht verfangen. In der Zeit wäre es schon längst abgehauen, oder? Oh, leider nein. Einmal. Dritten Mal klappt alles. Okay. 1, 2, 3. Ja, und zieh. Sehr gut, ja, perfekt. Yay! Gib mir 5. Karneval fängt ja bekanntlich am 11. im 11. an, wird aber in der Adventszeit unterbrochen. Und was machen die Karnevalsbands, die sich ja schon eingestimmt haben? Die Höhner treten heute jedenfalls im Kölner Dom auf. Aber auftreten ist eigentlich der falsche Ausdruck.
Beim Mitspielkonzert am 2. Adventssonntag im Kölner Dom sind alle Mitwirkende. Das Konzert findet seit 2009 jährlich statt. Die Karten werden im Internet verkauft und sind immer in wenigen Minuten weg. Die Schlange vor dem Dom für den Einlass ist entsprechend lang. Haben Sie Instrumente dabei? Nein. Wir singen. Oh, stimmen Sie mal was an. Odo Fröhlich. Einmal als Test. Eine Odo Fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Wir singen uns schon mal warm. Aber warum machen Sie mit hier heute? Weil ich das erstmal super finde hier im Dom und die Stimmung und mit den Hühnern und dann mit den vielen Laien, die noch dabei sind. Das stimmt uns jetzt schön auf Weihnachten ein. Machen das 3. Mal mit. Was ist denn das Besondere? Warum machen Sie noch mal mit? Wenn Sie sagen, das 3. Mal, dann sind Sie ja dabei geblieben. Das ist eigentlich so ein bisschen Abenteuer. Ne? Ich finde vor allen Dingen, dass wir dieses Halleluja von Leonard Cohen auf Kölsch singen. Das ist mein absolutes Highlight. Da kommen wir sicher die Tränen. Oh, schön. Am Eingang erhalten wir Texte und Noten und dann heißt es einen Platz finden. Musikalischer Leiter der Veranstaltung ist übrigens Janus Fröhlich, der frühere Schlagzeuger der Höhner. Super, ja, ich glaube, wir haben es verstanden. Das Blech hinten war ein bisschen zu früh. 2000 Musiker und ebenso viele Sänger hören jetzt auf sein Kommando. Direkt die zweite Hälfte von der 4. Strophe. Direkt fängt es leise an, mit einem Staccato immer auf den Tönen und immer mehr steigern. Probieren wir mal. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Leise, leise, ganz leise. Und da ist es, der Song Halleluja von Leonard Cohen, gesungen auf Kölsch. Gänsehautkontrolle. Das war fantastisch. Danke. Janus Fröhlich, der Dirigent. Wie geht's Ihnen? Ich freue mich ein ganzes Jahr darauf. Und es ist immer wieder spannend, weil es sind ja ganz viele neue Kinder dann da, auch die mutig sind, dazu zu kommen, die zu Hause geprobt haben und die sich dann hier hinsetzen und dann mit uns zusammen musizieren. Wie ist das denn überhaupt, wenn man normalerweise ja auch musikalisch auch im Karneval unterwegs ist? War. Und jetzt oder war? Ja. Aber karnevalistisch sind Sie, jetzt sind Sie immer noch. Jetzt bin ich immer Jetzt noch. sind Sie immer noch. Und dann, aber zu dieser Zeit, wenn so der Advent gerade so mittendrin ist, kriegt man da die Kurve oder sind Sie mal so oder eher jetzt im Advent? Ist für mich kein Unterschied. Das ist ja Musik. Und das Tolle ist ja, dass man Musik zum Klingen bringen muss. Und es gibt keinen schöneren Raum, wo man Musik zum Klingen bringen kann, als hier im Kölner Dom. Und was haben wir ja gehört beim Halleluja eben, ne? An der Schluss. Also als dann wirklich eine Generalpause kommt und nur der Dom allein klingt, das gibt es nur einmal auf der Welt. Das gibt es nur hier. Und das ist das, was einen wirklich schweben lässt. Und da freue ich mich einfach das ganze Jahr drauf. Das hat dann nichts mit Karneval zu tun, das hat einfach nur mit der Musik zu tun. Also der Dom hat schon einiges erlebt. Super, vielen Dank. Bitte, bitte. Und wir gehen jetzt auf den Heinzelmarkt. Der Heinzelmännchenmarkt ist der größte der 19 Kölner Weihnachtsmärkte. Er befindet sich in der Altstadt nahe dem Dom.
Die Geschichte der Heinzelmännchen in Köln ist schnell erzählt. Es geht um die unsichtbaren kleinen fleißigen Gesellen mit den roten Mützen, die Nacht für Nacht die Arbeit für die faulen Kölner taten. Bis die neugierige Schneidersfrau sie zu sehen versuchte und die Heinzelmännchen für immer aus der Stadt verschwanden. Noch heute sind die Kölner Zwerge überall in der Stadt präsent. Aber natürlich ganz besonders hier auf dem nach ihnen benannten Weihnachtsmarkt. Es gibt sogar ein Heinzel-Postamt. Dort verkauft man ganz normale Briefmarken vom Kölner Weihnachtsmarkt. Kann man in ganz Deutschland benutzen und auch ins Ausland. Und wir spenden von diesen Briefmarken, von dem Verkaufspreis, einen gewissen Teil an ein Waldtherapieprojekt dieses Jahr. Hallo? Das sind ja coole Sachen hier. Ja, ist wunderbar. Ne? Ganz spezielles Material für unsere Weihnachtsmützen. Okay, welches? Schade, dass Sie schon eine haben, sonst würde ich Ihnen die ja direkt anbieten können. Keine Wolle oder was, wenn Sie sagen spezielles Material? Ganz speziell. Nein, das ist vegane Wolle. Wolle nennen wir das nur, damit der Kunde weiß, um was es geht eigentlich. Das ist aus recycelten PET-Flaschen. Zufälligerweise habe ich da was vorbereitet. Okay. Wird das aus dem Abfall gemacht. Das Orgellähnchen ist eine Institution in Köln. Nicht weit davon treffe ich noch eine Person der Zeitgeschichte. Ich habe verkauft. Ah, Sie sind eine historische Figur. Ich bin eine historische Figur. Ah, jetzt fällt bei mir der Groschen. Hütteles. Die Hütteles? Ja. Was heißt das übersetzt? Die Hütten-Elisabeth. Die Hütten-Elisabeth, ja, das ist ja in sensationell. Köln heißt das Delis. Also eine Marktfrau, die unterwegs war und Waren verkauft hat. Die hier auf dem Altermarkt einen Stand hatte. Ab 1820 gab es hier einen sogenannten Nikolaimarkt. Und dieser Nikolaimarkt war der Vorläufer des Weihnachtsmarkts. Die preußischen Soldaten in Köln vermissten ihre Berliner Weihnachtsmärkte und so wurde der Wochenmarkt im Advent umfunktioniert. Viele Stände verkauften in dieser Zeit Spielsachen und Süßwaren. Jetzt kann ich mir vorstellen, so als kölsche Marktfrau sind Sie doch bestimmt auch jeck. Session ist ja eigentlich nur vom 11.11. bis zum Samstag vor dem ersten Advent. Dann feiern wir nämlich Weihnachten und dann ab 1. Januar, dann sind wir richtig jeck bis Eschermittwoch. Ja, und dann wird richtig geschunkelt. Und dann wird richtig geschunkelt. Das können wir auch aus Und Köln. das kommt ein bisschen auch aus dem Weihnachtlichen heraus. Ernsthaft? Ernsthaft. Interessante Theorie. Die will mir Ulrike Wittmann an der imposanten Stadtkrippe aus Zirbelkiefer genauer erläutern. Bevor man die Christmette gefeiert hat, wurde in den Klöstern das Jesuskind in den Schlaf gewiegt. Und die Wiege wurde mit weißen Seidenbändern geschmückt und die bekamen die Leute in die Hand. Und das Kind wurde dann mit den klassischen Weihnachtswiegenliedern in den Schlaf gewiegt. Die Musiker, die Sänger bewegen sich im Takt der Musik mit und dann sind wir beim Schunkeln. Und dann sind wir schon beim Schunkeln. Das sagen nämlich ganz böse Zungen, dass aus dem Wiegen Bewegungen das Schunkeln geworden ist. Also wenn man das Jesuskind wiegt, ist man direkt schon im Karneval. Im Schunkelmodus. Im Schunkelmodus. Ja, genau. Ja, das ist ja mal ein toller Zusammenhang. Diesen Herrn kennen wir. Peter Millowitsch will mir bei einem Glühwein erzählen, wie in seiner Kindheit Weihnachten gefeiert wurde. Sein Vater war Willi Millowitsch, der große Kölner Komödiant und Volksschauspieler.
In seinen Rollen hieß er immer Anton, das ist eigentlich der Tünnes. Er hatte sein eigenes Theater, seine Stücke wurden im Fernsehen gezeigt und das war ein Straßenfeger damals. Natürlich war er Kölner Ehrenbürger. 1999 starb er mit 90 Jahren. Hier ein frühes Bild mit den 3 Töchtern und seinem Sohn Peter, der später das Theater des Vaters übernahm. Weihnachten bei Millowitsch, wie muss ich mir das vorstellen? Die Mädchen aufgeregt, weil aufgebrezelt Willi mit Licht und einer Videokamera. Erst war 8 mm, dann Super 8 und dann eine Videokamera. Dann wurde das alles nochmal gemacht, weil Willi es nicht mitgekriegt hatte, wie wir einzogen. Dann mussten wir noch mal raus, da wurde wieder reingegangen. Das war so ähnlich wie hier. Willi hat gern gefilmt. Entstanden ist so ein großer Fundus des Alltagslebens, der heute von den Kindern verwaltet wird. Oh Gott, das war ja richtig stressig. Ja. So einfach war das nicht. Wie haben Sie das dann zelebriert, diesen Weihnachtsabend oder den Heiligen Abend? Die Zelebrierung begann, wenn Willi den Puter zerlegte. Der hatte so eine Geflügelschere und dann zerlegte er die. Und wenn das dann nicht so ging, wie er das wollte, dann wurde da auch mal härter zugegriffen. Da wurde mal so ein Bein abgerissen oder sowas. Das war, wer möchte das? Was lag dann so unterm Baum? Ach, was man so alles haben. Ja, SOS, dann später Socken, Oberhemd, Schlips, klar. Ich kriegte immer einen Pullover. Bis meine Mutter starb, ich kriegte jedes Jahr Weihnachten einen Pullover. Dann habe ich jede Menge Pullover im Schrank. Und einmal habe ich mir ein Fahrrad gewünscht. Und ich komme da rein, gucke in dem Ding, in dem Raum hin und her, kein Fahrrad. Oh, war ich sauer. Ich kriege kein Fahrrad. Und dann wurde ein Vorhang zur Seite gezogen, der vom Fenster, und da stand mein Fahrrad. Ach, oh, Gott sei Dank. Hat doch noch geklappt. Doch noch geklappt, ja. Ihr Vater zu beschenken, konnte man den leicht beschenken oder konnte man den gut überraschen? Das war schwer, bei Willi war das schwer, weil die Sachen, die er haben wollte, so Video, Fotografieren, solche Sachen, da verstand ich zu wenig von, um Willi was Vernünftiges zu kaufen. Also kriegte er da mal was selbstgebasteltes oder so. Willi war schwierig, aber schön war's. Das ist der Weihnachtsmarkt auf dem Kölner Roncalli-Platz, direkt neben dem Dom. Er ist jetzt geschlossen, der Dom auch. Und deshalb hat gerade die Schicht von Günter Brodka begonnen. Er ist ein sogenannter Domschweizer und Nachtwächter. Sein Dienst geht bis morgens um 6 Uhr. So lange hat er den Dom ganz für sich. Meine Arbeit besteht daran, abends, wenn der Dom zumacht, Rundgang zu machen, um alle Türen zu verschließen, gucken, Kontrolle, ob die zu sind, ob keiner sich hier versteckt hat. Und dann fange ich an, bei der Schmuckmadonna und die Kerzen, Teelichter, abgebrannte wegzumachen, neue Teelichter hinzutun, neue Kerzen. Also insgesamt in den Dom, wenn Adventswochenende zwischen 15 bis 20 durch die Touristen, was hier kommen mit den Bussen und so. Und in der Woche, wie heute der Montag, haben wir ungefähr um die 10.000 Kerzen, die am Tag verbrannt werden. In der Weihnachtszeit ist im Dom die Krippe des Künstlerehepaars Theo und Barbara Heiermann aufgebaut. Sie zeigt neben den Krippenfiguren auch Personen aus der Kölner Stadtgeschichte, von der Römerzeit bis in die Gegenwart, darunter Bürger in vielen verschiedenen Berufen. Auch ein Domschweizer in der typischen roten Kutte ist darunter. Abends oder nachts ist hier noch nicht mal so leise und ruhig. Da kommen auch hin und wieder Organisten, die hier auch üben, weil nachts haben sie eine Ruhe zum Üben. Und dadurch haben wir auch ein bisschen Unterhaltung und Abwechslung im Dom.
mein Lieblingsort, im Hauptschiff, vorne in der ersten Bank, wo ich mich hinsetze, wenn ein Organist am Spielen ist und ich habe meine Arbeit soweit erledigt und ich weiß, ich habe ein bisschen Zeit und gucke ich aus einem bestimmten Winkel auf einem Richterfenster, da ist er nachts am Glänzen, ob da Edelsteine drin werden. Das ist ein Blick, da kann man nur nachts sehen, nicht am Tag. Irgendwie, also ich muss sagen, seitdem ich im Dom arbeite, bin ich ein ganz anderer, ausgeglichener Mensch geworden. Wenn ich dann zum Arbeit fahre und von weitem den Dom sehe, da wird mir irgendwie schon ein ganz anderes, anderes Gefühl. Also ich muss sagen, kann man nicht beschreiben, man muss das erleben, um zu sagen, wie das ist. Das ist Jul Tomte, der schwedische Weihnachtsmann oder eher gesagt Weihnachtswichtel. Und schwedische Weihnacht, das können wir in Nordrhein-Westfalen auch. Wenn die Schweden Weihnachten feiern, tanzen sie um den Baum und singen Lieder. So auch Familie Fredrik aus Frechen bei Köln. Erst nach dem Tänzchen findet die Bescherung statt. Die Schweden sind christlich, aber auch abergläubisch. Sie glauben an Trolle, Elfen und Wichtel. Die Hauswichtel haben schon, so will es der Volksglaube, bei den Weihnachtsvorbereitungen geholfen. Und nun bekommen sie eine Belohnung, damit sie wohl gelaunt bleiben. Die Wichtel. Ja, da gibt es ja die Tomte. Tomte heißen die in Schweden. Es gibt eigentlich in jedem Haus einen Haustomte, Hustomte. Und der gehört zum Haus, wie in Köln vielleicht die Heinzelmännchen dazugehören. Und die bekommen tatsächlich auf Heiligabend oder am ersten Weihnachtstag, das weiß ich gar nicht genau, eine Schüssel mit einem Milchreis hingestellt, damit die auch satt werden und damit die das ganze nächste Jahr gut gestimmt sind und keinen Unfug treiben im Haus. Der Milchreis wird an Heiligabend vor die Tür gestellt und alle lauern auf die Tomtes. Aber wie bei den Heinzelmännchen gesehen hat die Wichtel noch niemand. Also wird erst mal selbst gegessen. Die machen dieses sogenannte Julbord, also den Weihnachtstisch. Und das ist wie ein Buffet aufgebaut. Und ganz speziell ist der Weihnachtsschinken. Der wird zubereitet über 2-3 Stunden im Backofen mit, ich glaube, mit Honig und Senf und so eingeschmiert wird der gegart. Und dann gibt es dazu Grünkohl, der anders wie bei uns süßlich schmeckt. Oder Rotkohl, der auch leicht süßlich schmeckt. Also in Schweden ist sehr vieles sehr süßlich gemacht. Und dann gibt es ganz viel eingelegten Hering. In Deutschland leben 24.000 Schweden, mehr als 3.000 in Nordrhein-Westfalen. Einige sind Mitglied im A-cappella-Chor De Tockige Trollen aus Leverkusen-Schlebusch. Gerade bereiten sie das schwedische Santa Lucia-Fest vor, das traditionelle Lichterfest am 13. Dezember. Ja, voll. Mittendrin Andrea Ginsberg, die wir gerade schon kennengelernt haben. So, wir backen heute Lussekat, das schwedische Safrangebäck. Und dafür brauchen wir Mehl und Zucker. Und Salz und Butter, dazu Milch, Eier. Und natürlich Hefe. Der Safran wird fein zerstoßen und mit der warmen Buttermischung verrührt. Die Schweden backen und kochen mehr mit Safran als wir. Machen auch Fischgerichte in Soßen und so kommt da auch schon mal Safran rein. Die flüssige Mischung in die Zuckerei-Mehlschüssel geben und gut verrühren oder wie Andrea Ginsberg vorführt, gut schütteln und rütteln. Da mischt sich alles gut und wird zu einem dicken Klumpen. Nach 30 Minuten Gehzeit kann der Teig weiterverarbeitet werden. Andrea Ginsberg schneidet 32 Einzelportionen. Die werden zu Würsten geknetet. Dann wird das ausgerollt, bis ich einen langen Strang habe. Und diesen Strang rolle ich jetzt ein
Die eine Seite in die Richtung, die andere Seite in die Richtung. Und dann habe ich das typische Lüssekat, die typische Lüssekat-Form. Jetzt wird die noch mit Rosinen verziert. Und dann noch mit Ei bepinselt und ab in den Ofen. Na, die haben doch richtig schön Farbe bekommen. War schon gut, sagt der Schwede. Bitte schön. Der Trollchor empfiehlt uns den Besuch des nordischen Weihnachtsmarktes in Leverkusen. Da sind sie schon oft aufgetreten. Also auf geht's in Richtung Leverkusen. Auf dem früheren Gelände der Landesgartenschau, dem Neupark, findet seit 2003 ein nordischer Weihnachtsmarkt statt. Mit allem, was dazugehört. Ich weiß, ich kann ja schnell rausschmeißen. So, wer möchte denn dann jetzt Foto mit dem Rentier und mit... Das ist ja weich. Ein echtes Rentier. Ich werde verrückt. Ja, er liebt Mohrrüben, aber das ist nicht das einzige Futter. Er bekommt ein Spezialfutter, das mit bestimmten Vitaminen und so weiter angereichert ist. Das sind also Pellets, die aus Finnland kommen. Dazu Flechten und Moose, die getrocknet angeliefert werden. Die Rentiere sehr lieben. Also das sind so die Pralines der Rentiere. Und das lassen wir uns also regelmäßig aus Skandinavien schicken. Das macht er so mit, ne? Hier mit dem Trubel und den Kindern und dem ganzen Publikum. Ja, denn ich habe ihn von jung auf und sofort auf solche Aktionen trainiert. Also, obwohl wir das eigentlich nur einmal im Jahr machen, logischerweise im Dezember. Und er hat ja auch keine schlechte Erfahrung. Alle Menschen sind lieb zu ihm. Warum soll er dann nicht lieb zu den Menschen sein? Genau. Wow, ein echtes Rentier, das auch noch Rudolf heißt. Ja. Das ist ja der Hammer. Ja. Aber ehrlich gesagt habe ich mir das viel größer vorgestellt, so ein Tier. Viele Menschen denken, Rentiere sind größer und verwechseln das Rentier mit dem Elch. Der Elch wiegt 500, 700 Kilo und Rentier höchstens 150. Ah, okay, das heißt, das war auch ausgewachsen, das ist riesen. Also das, was wir da gerade gesehen haben, ist ein erwachsenes Rentier. Das ist ein richtig großes, erwachsenes Rentier. Größer werden die nicht. Der Elch, der wird so richtig wie so ein Pferd. Ja. Aha, okay. Gut, dass wir das mal erfahren haben. Ja. Sind Sie Skandinavien-Fan? Ja. Doofe Frage, oder? Ja. Wie kommt's? Ach, seit Ende der 80er Jahre fahren wir immer nach Schweden. Und als wir damals nach Ende der Landesgartenschau überlegt haben, wie können wir hier in dem Park weitermachen, war die Idee, mach doch mal einen nordischen Weihnachtsmarkt. Und dann fing das so ganz gemütlich an und der hatte sich dann unglaublich entwickelt. Und heute stehen wir da, wo wir sind. Nach alter schwedischer Rezeptur. Ist das hier so ein typischer schwedischer Stand? Ja, das sind Aussteller, die sind 1700 Kilometer aus Mittelschweden hier angereist. Nein. Für diesen Doch, in der Echte Tat. Schweden. Also hier ganz verrückt, dieser Türklinkenwärmer, den werden wir hier niemals brauchen. Aber in Schweden wird es manchmal so kalt, dass die Hände an der Türklinke kleben bleiben würden. Und deswegen hat man Wärme. Julmust ist ein Getränk, das gibt es ausschließlich zur Weihnachtszeit. Ich kenne viele, die es mögen, aber es ist ein Geschmack, den man noch nie so vorher erlebt hat. Also ohne Alkohol. Der Käse aus der Tube. Jetzt probieren wir Pfefferkuchen mit Tubenkäse. Eine Spezialität zu Weihnachten. Prost! Skål, sagt der Schwede. Ja. Der Finne sagt Skål! Julmust ist übrigens eine bierähnliche Limonade, gewöhnungsbedürftig. Viele Verkaufsstände sind in Leverkusen in einem großen geheizten Zelt untergebracht. Das ist angenehm. Und auch hier gibt es natürlich Jultomtes. Wir sind mittlerweile bei finnischen Spezialitäten angekommen.
So, hier würde ich mich jetzt spontan für Lachs entscheiden. Alles andere wäre mir zu kompliziert. Also ich würde dir die finnischen Forellen empfehlen. Miyuki heißt die? Nein, Muiku. Danke für die Verbesserung. Muiku, Ja. Muiku, genau. Das ist ein, Also- also auf Deutsch heißt es kleine Maräne. Ah, und die ist aber noch gar nicht fertig, oder? Doch, die ist fertig. Die ist kross und knusprig gebraten. Aber ich muss Und- die selber auseinandernehmen? Und Nein, kann man komplett so essen. Da ist ja noch ein Schwanz dran und alles. Das ist der Schwanz ist das Allerbeste. Der schmeckt richtig knusprig. Ich würde mal eine probieren. Kannst du auf der Hand? Tutto completo. Tutto completti, ja. Oh mein Gott. So direkt aus der Pfanne. Genau. Sensationell. Sie aber auch. Ich probiere auch gerne. Ja. Das Schwanzende ist das Beste. Damit habe ich angefangen. Ja. In Finnland wachsen die in großen, sauberen Gewässern und werden dort mit großen Netzen gefangen. Und das findet man auch überall in Finnland auf dem Marktplatz. Also das ist eine finnische National. Typisch finnisch. Sehr typisch finnisch. Genau. Also auch nicht nur zu Weihnachten, sondern Nein, generell das ganze Jahr über wird das dann Genau. Kann man essen, oder? Darf ich noch anschauen? Ich wusste es. Wir gehen jetzt in eine Jurte, dem traditionellen Zelt der nordischen Wandervölker zwischen Schweden und der Mongolei. Hier wird's warm. Hier wird es jetzt muckelig warm. Hier können wir uns schön aufwärmen. Wunderbar. Hier riecht's ja wie in einer Sauna. Saunaaufguss. Ja, so ähnlich. Das ist der Glöck, der so angenehm riecht. Okay. Ja, Und den gibt's hier? den gibt es hier an der Theke, genau. Hier gibt es den Probieren wir Glöck mal. oder auch einen alkoholfreien Kinderpunsch. Aber Ja. der Glöck ist besonders gut, weil ein schwedischer Glöck. Ja. Also sowas wie Glühwein. Der schwedische Glöck wird mit Preiselbeeren zubereitet und ist alkoholfrei. Skål. 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 Wie feiern Sie denn dann zu Hause Weihnachten? Skandinavisch oder deutsch? Ja, Echt? ja, doch. Sie ziehen das durch? Ich ziehe das durch. Also wenn es geht, gibt es bei uns Elchbraten und ja, den Glöck dann sowieso. Wir haben dann auch Lussekatter und wir wohnen auch in so einem finnischen Blockhaus, das passt dann. Ach, wie wunderbar. Und dann Ja. fühlen Sie sich ja hier wie zu Hause. Ja. Das ist unser nächstes Ziel, das Nikolauskloster in Jüchen. Hier wollen wir einem alten katholischen Brauch nachspüren. Das Kloster wird von den Oblaten geführt, einer Ordensgemeinschaft, die sich heute in mehr als 60 Ländern sozial engagiert. Die Menschen in der Umgebung des Oblatenklosters schätzen die Gastfreundschaft mit Kaffee und Kuchen und den Klosterpark. Die Klosterkirche hat sich in den letzten Jahren zu einer Stätte für Familien entwickelt. Es wird auch getraut und getauft. Pfarrer Felix Rehböck war es, der einen alten katholischen Adventsbrauch wieder aufleben ließ, der sich je nach Landstrich Marientragen, Frauentragen oder Herbergsuche nennt. Dabei wird eine Statue der schwangeren Maria von Haus zu Haus weitergegeben. Wir möchten erbitten ein gutes Quartier, ein offenes Herz und eine offene Tür. Wollt ihr, lieben Leute, uns eintreten lassen? Die Mutter Gottes steht auf den Straßen. An diesem Abend kommt die Marienstatue bei Familie Bernardi an, die schon zum 4. Mal dabei ist. Das war ganz toll. Wir hatten die Feuerwehr, die uns das gebracht hat, aus Jüchen. Und die sind mit einem großen Leiterwagen hier hingekommen und hatten vorne die Maria drin. Und haben also oben an der Straße angehalten. Und das war ganz toll. Ne? Das war also Leute, die wir gar nicht kannten. Und wir hatten einen richtig schönen Tag gehabt und einen schönen Abend, und schön erzählt über Hilfsbereitschaft und sowas alles. Schöne Gespräche geführt. Und das war natürlich für die Kinder ein Highlight. Dazu gehört natürlich auch das gemeinsame Essen und Trinken. So fördert der Volksbrauch gute Nachbarschaft und die Bindung an die katholische Kirche. Es ist so, dass man ja,
durch diese Maria ein Gesprächsthema hat. Und man hat ja so einen kleinen Leitfaden, was man machen kann. Und dadurch richtig schöne Gespräche hat und auch teilweise so halt so Freundschaften dadurch hat. Ne? Das ist was Schönes. Die Broschüre, die das Kloster herausgibt, hilft den Familien, den besonderen Abend zu gestalten. Denn oft kennen sich die Menschen ja gar nicht. Ich war Kaplan in München, also im Süddeutschen. Und im süddeutschen Raum ist ja quasi diese Marientragen, so nennen wir das hier, sagen wir mal, beheimatet. Und da habe ich das kennengelernt, also vor vielen, vielen Jahren. Und jetzt hier im Nikolauskloster habe ich gedacht, naja, so ein Brauch im Rheinland wäre sicherlich auch ganz gut. Bleibt noch die Frage, wie kommt die schwangere Maria in die Klosterkirche zurück und wo bringt sie ihr Kind zur Welt? Die Familie, die die Maria an dem Tag hat, bringt sie halt einfach wieder in die Christmette, in die Kinder- und Familienchristmette um 18 Uhr. Dann wird sie hereingetragen, feierlich empfangen und geht dann quasi in den Kreissaal, einmal durch die Kirche in die Sakristei. Und dann beginnt die Christmette und ein Kind bringt dann das Neugeborene im Jesus in die Kirche und wird dann in die Krippe gelegt. Meine nächste Station im weihnachtlichen Rheinland ist Düsseldorf-Benrath. Und danach geht's natürlich auch auf den Weihnachtsmarkt im Düsseldorfer Stadtzentrum. Vor mehr als 200 Jahren wurde am Rhein im Düsseldorfer Süden Schloss Benrath als Lust- und Jagdschloss für den Kurfürsten Karl Theodor erbaut. Es gilt als eines der schönsten Gartenschlösser des 18. Jahrhunderts. Kurfürst Karl Theodor und Kurfürstin Elisabeth Auguste haben die Vorzüge des behaglichen Schlosses allerdings kaum genossen. Nur jeweils einmal besuchten sie das Gartenschloss. Denn ihre Hauptresidenz Mannheim wurde nach München verlegt und der Weg nach Benrath war dann doch sehr beschwerlich. In der Adventszeit wird dieser märchenhafte Ort für einen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt genutzt. Da gruppieren sich weiße Buden um den Schlossteich und ein warmes Licht, entwickelt von einem Lichtdesigner, verwandelt Schlossplatz und Teich in ein Lichtermeer. Grüße aus Köln in Düsseldorf. Wow. Allerlei Geschmackvolles und Nützliches wird angeboten. Übrigens, die eleganten weißen Holzhütten sind eigens für den Weihnachtsmarkt entworfen und gebaut worden. Das ist das alte Straßenbahndepot in Düsseldorf-Bilk. Ich bin mit Jacques Tilly verabredet, dem weltweit renommierten Düsseldorfer Karnevalswagenbauer, und ich suche den Eingang zur Werkstatt. Man glaubt es kaum, das hier sind die heiligen Hallen des Düsseldorfer Karnevals und ich bin verabredet hier und bringe ein bisschen Weihnachten mit. Einen schönen guten Tag. Hallo, hallo. Herzlich willkommen. Schön, Sie zu treffen. Anne, hallo. Jacques. Jacques Tilly.
Da ist er, direkt schon in Action. Ja, klar, wir sind schon länger dabei, ne? Seit Mai. Wow. Wird schon hier gedrahtet. Jetzt haben wir Dezember, ein paar Wochen haben wir noch, sogar ein paar Monate. Viel Arbeit. Ich habe mal ein bisschen was Weihnachtliches mitgebracht, Super so ein nett. Weihnachtsbaum. Ja. Können Sie da überhaupt was mit anfangen, wenn Sie jetzt schon im Karnevalsfieber sind? Weihnachten ist für mich sehr wichtig. Ich muss überall Weihnachtsbaum um mich herum sehen, weil das ist die Zeit, wo ich mit dem politischen Wagen anfange, wo ich so langsam mir Gedanken machen muss. Das heißt, der Weihnachtsbaum löst bei mir Stresshormone aus. Gut so, dass Druck entsteht, dass ich mir jetzt wirklich Gedanken mache und mir Zeit nehme für die politischen Wagen. Darum werde ich ihn mir auf meinen Schreibtisch stellen als Mahnung. Es ist die Zeit dafür, so langsam drüber nachzudenken, was an politischen Wagen Rosenmontag über die Düsseldorfer Straßen fährt. Die Wagen von Jacques Tilly waren schon beim Karneval in Rio und sind auch regelmäßig im Kölner Karneval zu sehen. Er hat ein Team von Wagenbauern angestellt und baut auch gerne Dekorationen für Theaterstücke und besondere Veranstaltungen. Eines seiner Dauerthemen im Rheinland ist seit Jahren die Konkurrenz der Städte Düsseldorf und Köln. Die hat er oft dargestellt. Ja, und hier entstehen die Entwürfe. Aber diese Rivalität zwischen Köln und Düsseldorf, die ist ja allgegenwärtig im Karneval, oder? Ja, ich glaube, keine Session geht über die Bühne, ohne dass man sich gegenseitig halt neckt und ärgert. Das gehört einfach dazu. Das braucht der Rheinländer hier wohl in der Gegend, ne? Fördert die Durchblutung anscheinend. Also es gehört zu den Lebensgrundsätzen des Düsseldorfers und des Kölners anscheinend gegeneinander übereinander herzufallen, ne? Und sich gegenseitig zu lästern und zu verspotten. Na, wer hat denn angefangen, die Kölner oder die Düsseldorfer? Ja, also meiner Empfinden nach ist sagen wir mal, dieses Düsseldorf-Bashing, das geht von Köln aus viel stärker. Ne? Also komischerweise brauchen die Kölner das, denke ich mal, zur Selbstfindung, zu sagen, wir wollen auf keinen Fall so sein wie die Düsseldorfer. Düsseldorfer gelten ja gemeinhin als versnobbt, als norreich, als langweilig, als piefig, spießig. Ne? Die sonnengebräunte Kö-Tussi, ne? Die mit ihrem Chihuahua da über die Kö stolziert, ist so das Klischee. Und der Kölner, der gilt in den Augen der Düsseldorfer eher als prollig, ne? Sagen wir mal. Und diese Unterschiede sind real, die sind ja da. Das sind nicht nur Klischees, die Städte sind wirklich unterschiedlich. Die haben unterschiedliche Traditionslinien. Die Kölner haben sich ganz früh schon von ihrem Landesbischof distanziert. Und dort hat das Volk immer das Sagen gehabt, die Zünfte. Und in Düsseldorf war immer eine Residenzstadt. Da hat das Schloss hier die Dominanz gebracht und alles, das Düsseldorfer Leben war um das Schloss herum organisiert und deswegen ist, sagen wir mal, dieses adelige, das elitäre Denken, was sich auch in der Kleiderordnung widerspiegelt, in Düsseldorf immer noch stärker zu finden als in Köln. Ne? Da kann man auch im Morgenmantel und in Schluppen eine Zeitung kaufen, wird ein Düsseldorfer nie machen. Mhm. Aber alles sind Rheinländer. Ist das dann der gemeinsame Nenner? So auch die Freude am Feiern? Das würde ich schon sagen. Also die Unterschiede sind wirklich minimal, für Außenstehende gar nicht zu sehen. In erster Linie sind wir Rheinländer, wir sind sehr lebensfroh, wir sind alle sehr kommunikativ, nicht? Und wir finden leicht Freunde, wir sind obrigkeitskritisch. Ne? Das ist halt das, was das Rheinland ausmacht. Also wir unterscheiden, Köln und Düsseldorfer unterscheiden sich minimal. Wirklich große Unterschiede gibt es zu den Westfalen, muss ich sagen. Ne? Das ist also, da ist es wirklich viel stärker mit den Händen zu greifen, dass das eine ganz andere Lebensform ist. Okay, ich fühle mich trotzdem wohl hier. Dankeschön. Meine letzte Station ist der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt. Der zieht sich durch die halbe Innenstadt, vom Rheinufer in der Altstadt bis zur Kö. Die Eisbahn dort ist ein Publikumsmagnet. Über den Märchenmarkt am Schadowplatz geht man weiter zum Sternchenmarkt an der Stadtbrücke. Ein beliebter Treffpunkt für junge Leute nach der Arbeit. Ja, selbst die Glühweinbuden haben hier Kronleuchter. Das ist Düsseldorfer schick. Am Heinrich-Heine-Platz heißt das Motto Engel. Und das wurde wirklich geschmackvoll durchdekliniert.
Kennst du die schon? Nee, aber ich habe gerade gedacht, das ist ja witzig. Ja. Sind das echte Reißverschlüsse? Ja, ein einziger. Nicht mehr Tasche ausschütten, Tasche richtig öffnen ist nämlich jetzt angesagt. Das ist ja sensationell. Kannst du schön Platz sparen vor Stauen? Allerdings. Ja? Und das ideale Geschenk für Weihnachten, weil verschenkst du immer schön als Intelligenztest. Schleife drum, abgeben, nicht sagen, was es ist. So, was ist das? Genau. Wie sind Sie denn da drauf gekommen? Die Idee, die habe ich mir aus Brasilien mitgebracht. Ne? Da war total genervt von den ganzen Straßenverkäufern. Und dann habe ich irgendwann mal richtig hingeguckt, was machen die da überhaupt? Und dann habe ich mir gedacht, cool. Meinen Prototypen mitgebracht und seitdem Sklavin meiner Nähmaschine. Neben einem historischen Kinderkarussell finde ich einen Bratapfelstand. Ist das Ihr hauseigenes Rezept? Das ist mein hauseigenes Rezept. Das ist das Rezept meiner Großmutter, die uns die Äpfel früher immer in der Winter- und in der Weihnachtszeit serviert und zubereitet hat. Ach, das ist ja schön, so was richtig Traditionelles. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Dankeschön. Julia Hanstein, die Bratapfel-Queen, stammt aus einer Düsseldorfer Schaustellerfamilie. Ihre Großmutter Mathilda machte gerne Bratäpfel für ihre Enkel. Im Sommer 2016 begann Julia Hanstein zu experimentieren. Ihre Freundinnen wurden zu Testerinnen. Bratäpfel. Bitte schön. Klarer Sieger wurde der Bratapfel mit Vanillesoße und Zimt. Exotisches wie Bratapfel mit Kokos fand keine Fans. Der ist genau richtig. Super lecker. Das ist genau die richtige Dosis Zimt, Vanille und Apfel. Das ist die Mischung von dem säuerlichen Berlepsch-Apfel mit der süßen Vanillesoße und dem Zimt. Und das zergeht einfach auf der Zunge. Und ich finde, es macht glücklich und erinnert an die Weihnachtszeit und an die Kinderzeit. Wunderbar. Oh, den lasse ich mir jetzt wirklich schmecken. Am Altstadtmarkt zeigt eine große Weihnachtspyramide wichtige Düsseldorfer Persönlichkeiten. Neben einem napoleonischen Soldaten steht Josef Beuys, gefolgt von Kurfürst Jan Wellem, der Düsseldorf kulturell geprägt hat. Daneben Heino, ein gebürtiger Düsseldorfer, und last but not least Mutter Ei, Galeristin und Förderin moderner Malerei. Da ist er übrigens wieder, Jan Wellem. Unschwer zu erkennen an der Knollennase. Und hier endet unsere weihnachtliche Reise durchs Rheinland. Was soll ich sagen? Es hat mir großen Spaß gemacht. Wir haben uns kugelrund gefuttert, leckere Sachen getrunken. Und jede Stadt, jeder Ort hat so sein eigenes weihnachtliches Flair, so eine eigene weihnachtliche Stimmung. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine schöne Weihnachtszeit. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.